My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Und schauen wir mal, was uns diesmal erwartet. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. That bum took a swipe at me. Put him down in my sap. See you later, fellas. Try not to work too hard. Look at you, bantering with the boys. Brings a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. Break. Ja, immer noch derselbe Kahn. Wo ist mein Kollege überhaupt? Kommt der noch oder? Ich steige halt ein, ey. Hallo. So. Kommen wir da am besten hin? Oh, fahrt halt auf Seite, ihr Nasenbohrer. Hochwahrscheinlich. Aha, das ist immer schon richtig, der weist uns schon ein. So, dann muss man über die Amis erfahren, mit dem Arsch bis zum Fall vor. Ah, so. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the 2 of them still have juice. Wer war das? Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. There are stories that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, you'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Die geht hart ran. Was soll das uns wohl sagen? If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Ich würde mir jetzt als erstes mal lieber den Wagen anschauen wollen. Kann man da runter? Springen oder was?
Ey, Knallfrische, wie kommt man da runter? Ach da. So, gucken wir mal, was da los ist. Zumindest fährt er schon mal ein schöneres Auto als wir fahren. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Mhm. Schlüpferchen. Zerrissen. Torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Bah. Hauptsache mit dem Finger mal drin rum. Ein Brief. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen machen wegen Vater machen, ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch so ein kleines Mädchen und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Du bist ein gutes... anständiges Mädchen, passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mich so in meinem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante June passt auf dich auf, aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sehr Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst, damit die Mutter was anderes machen kann. Okay. Ich weine jede Nacht um dich, die liebende Mutter Camille Hamilton. Gut. War da noch was in der Tasche? Nee. Blut. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Das habe ich schon gehabt. Nummernschild U68 MTL. Kann man das drehen? Nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Ist hier noch irgendwas? Büschen vielleicht. Halt. Sind es Reifenspuren? Ah ne, das sind Stück Holz. Nicht runterfallen. Ich glaube, das war's hier. Auf jeden Fall sehr gescheit gewesen, das Auto da runter zu rollen zu lassen. Damit es wieder schön stehen bleibt. Beziehungsweise von dem Pfosten gestoppt wird. So, dann schauen wir, was die Lady zu sagen Mrs. hat. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name. June Ballard?
You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Wieso schaut die weg, die Lady? How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Das kannst du mal vergessen. I don't believe you, Mrs. McAfee. The story's too far-fetched. I think you were drunk and lost control of the car. Well, I suggest you get the results of a blood test first before you go shooting off your mouth. Unless you have some other proof. Gut gekontert. Well, I could drink you under the table any day of the week and still be fine to drive home. Das So be glaube ich dir careful. sogar. I'm starting to dislike you. Tja, das war eher ein Schuss in den Ofen mit der Alten. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Schauen wir mal, können wir mit dem noch reden? Vielleicht kann der noch was sagen. Ne, der ist nur Statist. Was fotografiert der Knallkopf den Abschleppwagen? Okay, jetzt fotografiert er von hier oben. Gut. Dann werden wir mal Richtung Autoli gehen. Dann werden wir mal das Opfer befragen, das im Krankenhaus liegt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ist es ganz schön wieder suspekt, was da wieder gelaufen ist. Schon wieder wahrscheinlich laut Verarscherei. Traut er nicht über den Weg. Ups. Kurz I wouldn't feel genickt. safe in a tank with you driving. Ja, ist gut. Krankenhaus. Hier ist noch nicht alles abgeschlossen. So merkwürdig. Muss ich doch nochmal mit der Frau sprechen? Nee. Irgendwas ist da schon noch ganz komisch. Schauen wir nochmal runter. Sie hat zwar wieder doch noch was übersehen. Aber das habe ich doch schon gehabt. Da ist nur der Brief drin.
wohl. Mal angucken. She's a long way from home. Hat das heute schon in der Hand gehabt. Und den zerrissenen Schlüpper habe ich auch schon in der Hand gehabt. Kann man drehen und wenden, wie man will. Das wird nicht besser. Mit dem Schild noch irgendwas machen, aber das ist eine kalifornische Nummer, oder? Gehen wir nochmal auf die Beifahrerseite. Schauen uns das nochmal an, aber ist auch nix. Blutspur. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. Okay. We can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Okay. We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Also. Dann war das fehlende Objekt. So, reden wir nochmal mit der Lady, die... Ui, der kann sogar springen. We found a shrunken head that was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. Echt? The last thing I remember is getting behind the wheel. Die lügt doch in einer Tour, oder? It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Die Wahrheit, will ich mal sagen. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. Ist mir wurscht, was dein Mann macht. See what we can shake out of the kid. So, Jessica Hamilton befragen, Zentralklinik.
Und da werden wir auch hineiern. Okay. 11K Roger, en route. Da werden wir auch als nächstes hinfahren. Und wie es weitergeht in dem Fall, das erfahrt ihr im nachfolgenden Teil. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.